Wow, erstaunlich! Haben wir gerade Gewinn gemacht. Freunde, schauen Sie meinen Kontostand an. Hallo Leute, heute haben wir eine neue Strategie für den Handel mit binären Optionen. Wir werden mit Investitionen auf Pocket Option handeln. Das System ist das gleiche wie bei den Währungssparen. Ich wollte euch noch etwas anderes zeigen. Wir werden sehen, welche Ergebnisse wir bekommen werden. Wir werden mit der Hälfte unserer Einlage handeln, was eine ziemlich riskante Strategie ist, die uns helfen wird, unsere Einlage in wenigen Minuten zu vervielfachen. Die Strategie ist ebenfalls einfach, aber effektiv. Wir brauchen nur diesen Textsack-Indikator mit Standardeinstellungen. Bei diesem Währungsspar können wir mit dieser Situation arbeiten. Wir sehen, dass sich eine neue Wachstumswelle noch nicht gebildet hat. Der Indikator sieht aus wie diese Zickzacklinie, die uns die Trendrichtung sowie deren Anfang und Ende anzeigt. Jetzt sehen wir, dass sich eine neue Trendwelle bildet, die mit diesem schönen Kerzenmuster namens Hammer oder Doji-Kerze mit einem kleinen Körper und einem langen Abwärtsschatten begann. Es liegt auf der Hand, an diesem Punkt auf steigende Kurse zu setzen. Hier ist eine potenziell gute Situation. Der Indikator zeigt eine aktive Phase eines Abwärtstrends an. Und hier in der Mitte oder am Ende, was auch immer gerade passiert, sehen wir diese Kerze mit einem großen aufwärts gerichteten Schatten. Das bedeutet, dass der Trend fortgesetzt wird. Wir eröffnen also ein Geschäft zum Absenken. Wir können sehen, dass eine solche Situation auch in der Vergangenheit vorgekommen ist. Zum Beispiel zeigt diese Kerze auch die Fortsetzung des Abwärtstrends an. Und die nächste Kerze erschien ebenfalls rot. Dasselbe gilt für die nächsten paar Kerzen. Wir warten also darauf, dass unser Geschäft abgeschlossen wird. So haben wir also ein profitables Geschäft abgeschlossen, indem wir mit einem Trend gehandelt und die Kerzen musste beachten. Das haben wir erhöhen also unseren Depotwert und machen weiter. Leute, hier könnte eine interessante Situation entstehen. Wir sehen einen globalen Aufwärtstrend und gerade jetzt ist er in seiner aktiven Phase. Hier ist wieder eine Doji-Kerze. Ihr kennt sie alle, es ist eine Gleichgewichtskerze. Sie zeigt wahrscheinlich eine Trendwende an, auch wenn es nur kurzfristig ist. Wir werden trotzdem einen Gewinn erzielen, da wir nur eine weitere Kerze brauchen, um im roten Bereich zu schließen. So warten wir. Das Geschäft schließt also mit Gewinn. Wunderbar, lassen Sie uns nach ähnlichen Situationen Ausschau halten, zum Beispiel diese hier. Warum sollte ich hier kein Geschäft eröffnen, um den Kurs zu senken, obwohl diese Doji-Kerze perfekter ist? Weil ihr Schatten nicht über die vorherigen Höchststände hinausgeht. Das bedeutet, dass sich das Muster bereits innerhalb der Bewegung und nicht an seinem Höhepunkt gebildet hat. Daher sollte man in solchen Situationen kein Geschäft zum Absinken eröffnen. Aber hier ist alles erstaunlich. Wir haben ein Geschäft zum Absinken eröffnet und einen Gewinn erzielt. Diese Grafik ist buchstäblich perfekt. Es ist Apple OTC. Historisch gesehen hat es viele Momente für gute Geschäfte. Eine Situation haben wir bereits mit dem Hammermuster aufgeklärt. Hier findet ein Verschlingen statt. Hier die rote Kerze verschlingt mit ihrem Fall das vorherige Wachstum und der Trend ändert sich in einen Abwärtstrend. Hier findet ebenfalls ein Verschlingen statt. Die grüne Kerze wird von dieser roten Kerze verschlungen und der Trend ändert sich.
Hier geschieht eine ähnliche Situation, aber dieses Mal ist es ein bullisches Verschlängen. Die grüne Kerze verschlingt der vorherigen Rückgang. Und genau jetzt bildet sich eine Doji-Kerze. Hier ist jetzt die Kerze schließt in grün. Ja, wir haben ein Geschäft für steigende Kurse eröffnet und einen Gewinn erzielt. Hier bitte ich an ein Geschäft für die Senkung nicht warten, bis diese Kerze vollständig zu bilden. Warum? Erstens gibt es eine Widerstandsstufe in der Nähe. Wir können es so markieren. Direkt neben der Widerstandsstufe hat die Grafik ein Muster gebildet, das auf eine Abwärtsbewegung hinweist. Es handelt sich wieder um ein Verschlingen. Die rote Kerze verschlingt die grüne fast vollständig. Es ist offensichtlich, dass die nächste Kerze rot ist, aber wir haben ein Geschäft ein wenig zu spät eröffnet. Ich hoffe, das Geschäft wird trotzdem mit Gewinn abgeschlossen, also warten wir ab. Großartig, das Geschäft schließt mit Gewinn ab. Die nächste Kerze wird sich wahrscheinlich mit dem gleichen langen Aufwärtsschwanz bilden. Man kann den Handel fortsetzen, um zu senken, sobald die Kerze gebildet wird. Dieses Widerstandsstufe funktioniert gut. Die Grafik ist mit diesem schönen Muster davon gesprungen. Was soll ich sagen? Ich denke, Sie alle sehen, wie schön alles ist. Eröffnen wir noch ein paar Geschäfte und zusammenfassen wir. Hier ist eine weitere gute Situation. Gerade jetzt bildet sich eine Unterstützungslinie. Ich werde es schnell markieren. Historisch gesehen hat dieses Niveau gut funktioniert. Jetzt warten wir auf ein Muster, das auf eine Umkehrung hindeutet. Wenn es erscheint, werden wir auf steigende Kurse setzen. Es gibt also ein Verschlingenmuster, das ein Signal für den Beginn eines neuen Trends ist. Vielleicht ist es auch nur eine Korrektur, aber das spielt keine Rolle. Wir brauchen nur eine Kerze, die im grünen Bereich schließt, um Gewinne zu erzielen. So, Freunde, so sieht der Handel mit unserer Strategie auf Pocket Option aus. Wenn Sie noch nicht begonnen haben, mit Ihrem Wissen zu handeln, erinnere ich Sie daran, dass Sie handeln können, indem Sie meine Deals auf meinem kostenlosen Telegram-Kanal über den Link im angehefteten Kommentar kopieren. Viel Glück und Tschüss!